und willkommen bei The Lately Show mit mir, Florian Strehlitz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das auch weiterhin im Keller von Rodrigo Duterte steht. Aber auch nur, weil mein Wohnzimmer im Gegensatz zu mir immer noch nicht geimpft ist und Rodrigo Duterte jeden ungeimpften Wohnzimmer mit Gefängnis gedroht hat. Leider bedeutet dies nun für mich, dass ich im Sexkeller von Rodrigo Duterte festsitze, schon wieder. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die Philippinen, die nächsten Monat einen neuen Präsidenten wählen. Und das alleine ist schon deswegen interessant, weil der bisherige Präsident Rodrigo Duterte schon im Interview von 2016 deutlich gemacht hatte, wie blutig seine Regentschaft werden würde. Und dieses Interview gab nicht irgendwer, sondern Maria Ressa, die später einen Nobelpreis dafür bekommen sollte, weil sie ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben für die immer weiter zurückgedrängte Pressefreiheit durch Rodrigo Duterte kämpfen würde. Auch das macht dieses kurze Interview so bemerkenswert. When I said I'll stop criminality, I'll stop criminality. And if I have to kill you, I will kill you, personally. Do not fuck with me because I must admit that I have killed. 3 months early on, I killed about 3 people. I told you to avoid me. I'm telling the Filipino people, wag ako, it's gonna be bloody. Pati pahirapan. Do you think one man can make that much of a difference to turn the entire system upside down? Yes, it's always in every dictatorship. It's gonna be a dictatorship. It's the police and the military will be the backbone. Okay, Augenblick mal. Ich bin ja kein Staatsanwalt, aber in einem Interview zu erzählen, dass man vor 3 Monaten 3 Menschen getötet hat, ist das nicht ein kleines Problem? Vor allem würde mich mal interessieren, wie die vorangehende Frage von Maria Ressa war. Wie war die Fahrt ins Studio? Na, ich habe schon mal getötet. Möchten Sie einen Kaffee? Na, ich habe schon mal getötet. Warum erzählt man, dass man wirklich schon getötet hat, wie ansonsten nur Elon Musk, wenn er am Wochenende auf seiner Insel wieder Menschenjagden veranstaltete? Nur das offen zuzugeben, wäre ja so, als ob man mich fragen würde, ob ich mit meinen Freunden im letzten Sommer nach unserem Highschool-Abschluss einen Mann mit dem Auto überfahren und den dann im Fluss versenkt hätten. Und nun einer nach dem anderen meiner Freunde von genau diesen Typen getötet werden würde. Natürlich macht Rodrigo Duterte das nicht ohne Grund, sondern um zu zeigen, dass er eben auch bereit ist, über Leichen zu gehen. Aber zum Glück wurde Rodrigo Duterte nicht zum Präsidenten der Philippinen gewählt, sondern sitzt heute im Gefängnis für seine Morde. Und dafür ist sein bei weitem moderaterer Kontrahent Mar Rojas, der nachweislich noch niemanden überfahren oder getötet hat, dann gewählt worden. Oder? Die Rückkehr eines starken Mannes, das hatten sich die Philippiner gewünscht. Und so setzten sie mit Rekordwahlbeteiligung auf Rodrigo Duterte, den 71-jährigen Bürgermeister von Davao und selbsternannten Bestrafer. Ich glaube, er ist kein gutes Beispiel für die Kinder. Wie kann man Präsident sein, wenn man so viel flucht? Duterte ist die Rache derer, an denen der Wirtschaftsaufschwung in den Metropolen vorbeigegangen ist. Noch immer grassieren Armut und Korruption. Duterte steht für harte Verbrechensbekämpfung. Trotzdem wurde Rodrigo Duterte gewählt? Wollt ihr mich verarschen? Trotzdem oder gerade deswegen wurde Rodrigo Duterte gewählt. Obwohl er immer so aussieht, wie Harald Juhnke heute aussehen würde, wenn er besoffen im Bundestag rumlaufen würde. 20 Jahre nach seinem Tod. Und einzig Fluchen sollte jetzt nicht das Hauptproblem mit Rodrigo Duterte werden. Denn das, was er im Interview mit Maria Ressa 2016 von sich gab, lebte er bereits in seinen 30 Jahren als Bürgermeister von Davao City genauso vorher schon aus. Weil er Drogendealern und auch Drogensüchtigen in Davao City nicht mit Gefängnis drohte, sondern damit getötet zu werden. Ohne Verhandlung, direkt an der Stelle, wo sie gefasst wurden. Und egal, ob sie Drogen verkauften, weil es ihnen Spaß machte, oder Junkies waren, weil irgendein Kartell ihre Familie bedrohte und sie nichts anderes machen konnten.
weil sie sich an die Polizei wenden, die entweder korrupt oder Duterte treu war, dann auch ein Todesurteil gewesen wäre. Um aber die Wahl Rodrigo Dutertes 2016 vielleicht etwas besser verstehen zu können und gerade die offensichtliche Sehnsucht vieler nach einem starken Mann an der Spitze, müssen wir einmal kurz zurückschauen auf die Geschichte der Philippinen. Den ersten Kontakt mit dem Westen hatten die Philippinen 1512, als Ferdinand Magellan, der hier Vigo, dem Karpaten-Muster stand, auf der Insel Homonhon südöstlich der Insel Samar landete und die Philippinen danach eine spanische Kolonie wurden. Bis 1899 es die Philippinen schafften, sich von Spanien loszusagen und eine eigenständige Republik wurden, was jedoch die USA total unloy fanden, die dann Krieg führten und die Philippinen zu einer Kolonie der USA machte, weil auch die USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Platz an der Sonne wollten. Jedoch konnten bzw. durften die Philippinen 1946 endlich unabhängig werden und 1971 konnte der erste demokratisch gewählte Präsident Ferdinand Marcos vereidigt werden, der selbstverständlich dann eine Diktatur installierte, die bis 1986 100.000 Menschen zum Opfer fielen, die aber von den Menschen auf den Philippinen überwunden werden konnte. Also fast so wie auch Taiwan seine Diktatur selber abgeschafft hatte. Da aber die Menschen damals außerhalb der großen Städte und Inseln kaum bis gar nichts von dem wirtschaftlichen Wachstum der letzten 20 Jahre hatten, sehnten sie sich trotzdem schnell wieder nach einem starken Mann, der ihnen hilft. So jemanden wie Rodrigo Duterte, der gerne suggerierte, dass komplizierte Probleme mit einfachen Lösungen zu bewältigen seien. Duterte kam 2016 an die Macht und lancierte seinen Krieg gegen die Drogen. Er rief wiederholt öffentlich zur außergerichtlichen Ermordung von Drogenkriminellen auf. And I will not count the dead bodies. Ich werde die Leichen nicht zählen. Ich sage nur, macht weiter mit der Vernichtung des Drogensystems. Wenn ihr das nicht tut, wird unser Land kaputt gehen. Seither sind auf seinen Befehl hin über 7.000 Menschen umgebracht worden. Nur funktioniert genau das eben nicht, um Drogen zu bekämpfen. Rodrigo Duterte sagte sogar einmal bei einer öffentlichen Kundgebung, dass er die Millionen Drogensüchtigen auf den Straßen der Philippinen abschlachten wolle, wie Hitler die Juden. Willst du mich jetzt vollends verarschen? Wie kann ich als Präsident noch derangierter wirken? Wie wäre es, wenn ich den Mord an Millionen Juden in meine Texte einbaue? Immer ein Zeichen, wie scheiße man ist, wenn man glaubt, dass Hitler als Maßeinheit einzubauen gut wäre. Nur hilft Gewalt im Kampf gegen die Drogen nicht. Zudem gilt das Kriegsrecht nicht nur in den großen Städten im Kampf gegen die Drogen, sondern auch auf einigen Inseln, da sich dort über die Jahre der IS eingenistet hat. Unter anderem schaffte es dieser 2017 Mindanao im Süden zu erobern und ein eigenes Kalifat auszurufen. Zwar wurde dieses mit massiver Unterstützung der USA vernichtet, aber trotzdem ist der IS weiterhin auf den Philippinen aktiv mit unzähligen Anschlägen. Und wenn das alles noch nicht scheiße genug wäre, dann ist natürlich Rodrigo Duterte auch die Presse ein Dorn im Auge. Gerade in Form des Rappler der Nachrichtenplattform von Maria Ressa aus dem Interview vom Anfang. Und dann laufen offizielle Pressekonferenzen auch mal gerne so ab. Constitution does not really allow your company, of which you are a worker of that company. You are a Filipino who has allowed to abuse our country. And you are an active participant of that. Yan ang mahirap. In the name of the Holy Grail of press freedom. Yan ang totoo talaga yan. Thank you, Pia. Next question, Ms. Rose Novenario. Sumobra kayo. Pati ako ilang. You're not only throwing toilet paper, you're throwing shit at us. Ako, sinabi ko sa kalaban ko, putang ina kapag nakita kita sampalit kita. Alam mo kung sino yan? Kung hindi kita mabaril, putang ina. Willst du mich schon wieder verarschen? Es ist immer falsch, wenn ein alter Mann einer Frau erklären will, wie die Welt läuft, nur um dann noch einmal darauf hinzuweisen, dass Unfälle passieren. Die Philippinen sind der zweitgefährlichste Ort der Welt nach dem Irak, um als Journalist zu arbeiten. Denn nicht nur Drogendealer fallen der Polizei
und den Todesschwadronen zum Opfer sind auch immer häufiger Journalisten. Und wenn auch all das nicht schon schlimm genug gewesen wäre bisher, traf auch das Coronavirus die Philippinen umso härter. Da natürlich Rodrigo Duterte dieses anfangs als nicht gefährlich deklarierte und sich darüber lustig machte, nur um dann umzuschwingen auf, wer sich nicht impfen lässt, kommt ins Gefängnis. Okay, wäre vielleicht auch bei uns eine Idee, nicht auch noch die 11. oder 11.000. Welle erleben zu müssen. Was auf den Philippinen nur schwer wäre, da immer noch ein Drittel der über 100 Millionen Menschen nicht geimpft sind. Was jedoch nicht nur an den Menschen liegt, sondern vor allem an dem fehlenden Geld für den Kauf von Impfungen. Todesschwadrone zu finanzieren, wie dieses hier, das sich Lambada Boys nennt und Rodrigo Duterte schon im Davao City halfen, sind dann doch teurer, als ein paar Impfungen zu kaufen. Aber wie gesagt, Rodrigo Duterte ist für einfache Lösungen komplexer Probleme. Wenn also alle zu Hause bleiben, kein Virus, fertig. Okay, dass die Menschen nun in engen Schlangen an den Checkpoints stehen müssen wegen des Kriegsrechtes, ist jetzt nicht so optimal, aber vielleicht waren in den über 50.000 offiziell an Corona Gestorbenen auch der eine oder andere Drogenboss dabei. Und als Spitze des Eisberges steht noch die Klimakatastrophe. Ich weiß zwar nicht, ob Rodrigo Duterte auch bei diesem angeordnet hat, es notfalls in einer Gasse zu erschießen, aber gerade die Klimakatastrophe hat für die Philippinen massive Auswirkungen. Jojo de Omania ist Rettungsbootkapitän auf der Insel Binuangan in der Bucht von Manila. Er hilft, wenn jemand in Not ist. Aber gegen die größte Gefahr kann er nichts tun. Die Insel sinkt jedes Jahr bis zu 6 Zentimeter tiefer ins Meer, weil der Boden erodiert und der Meeresspiegel ansteigt. Ein Haus gebaut auf dem Dach eines anderen Hauses. Verfickte Scheiße! Ein Haus auf dem Dach eines anderen? Klingt fast schon wie eine Idee, um auch hier bei uns ein paar Wohnungen mehr hinzubekommen. Nur ist nicht nur der steigende Meeresspiegel für die Philippinen ein Problem, sondern auch die immer öfter auftretenden Taifune wie letztes Jahr, dem hunderte Menschen zum Opfer fielen. Und gegen diese Gefahr hat Rodrigo Duterte keine einfache Lösung im Köcher. Außer, wie gesagt, die Klimakatastrophe zum Abschuss freizugeben, bloß treibt sich diese selten auf den Straßen Manilas herum, sondern lieber in einem 5-Sterne-Hotel auf den Cayman-Inseln. Und das bringt uns wieder zur Wahl zum Präsidenten auf den Philippinen im nächsten Monat zurück. Gute Nachricht, Rodrigo Duterte tritt nicht noch einmal an. Die schlechte Nachricht, dafür seine Tochter. Aber nicht für das Amt des Präsidenten, sondern als dessen Vize, denn auf den Philippinen werden Präsident und Vizepräsident separat voneinander von den Menschen gewählt. Favorit bei der Wahl zum Präsidenten ist ein gewisser Ferdinand Marcos Jr., der zusammen mit Sara Duterte regieren möchte. Die beiden kann man hier sehen, wie sie scheinbar Werbung machen für Manilas Nummer 1 Radio-Morgenshow namens Hässliche Menschen in noch hässlicheren Hoodies. Aber irgendwie kommt mir der Name Ferdinand Marcos bekannt vor, als ob ich ihn schon mal gehört hätte. Vielleicht sogar schon heute, hier in dieser Show. Können wir noch mal kurz zurückgehen? Okay, das ist Rodrigo Duterte, der Vater von Sara Duterte, die Vizepräsidentin werden will. Das hier wiederum ist Maria Ressa, Nobelpreisträgerin, und das ist Ferdinand Marcos. Wollt ihr mich verarschen? Der Vater von bei der Wahl zum Präsidenten vorne liegenden Ferdinand Marcos Jr. war Ferdinand Marcos Senior. Derselbe Ferdinand Marcos, nachdem die Marcos-Diktatur benannt wurde und der 100.000 zum Opfer fielen, der das Land noch ärmer gemacht hat, damit er noch reicher wird, dessen Witwe Imelda Marcos sogar nach dem Tod von Ferdinand Marcos zurück auf die Philippinen kam, um selber mehrmals im Parlament der Philippinen zu sitzen, dieselbe Imelda Marcos, bei der, wenn man ihren Namen bei Google eingibt, als erste Ergänzung Schuhe kommt, wegen ihrer Regale voll mit Schuhen. Okay, das sind echt ein Haufen Scheißschuhe, während damals Millionen Filipinos unter der Armutsgrenze lebten. Und bei dem Berg an Schuhen weiß ich schon, wer die bezahlt hat. Imelda Marcos, die aber trotzdem meinte, ich muss mich schön anziehen, damit die Armen in den Slums einen Star betrachten können. Weil das ja super
gegen den Hunger hilft. Und deren Sohn kann nun Präsident werden? Zusammen mit der Tochter von Rodrigo Duterte? Warum? Das wäre ja fast so, als ob der Sohn Adolf Hitlers mit der Tochter von Erich Honecker zusammen für das Amt des Bundeskanzlers und dessen Vize hier bei uns antreten würde. Für die AfD Linke. Aber genau das ist aktuell ein Trend. Die Kinder von Diktatoren, die vom Hof gejagt wurden vom Volk, das sie vorher haben ausbluten lassen, versuchen nun das Werk ihrer Väter fortzusetzen. Wie auf den Philippinen Ferdinand Marcos Jr. oder Keiko Fujimori in Peru, die man hier sieht, wie sie die Verbrechen ihres Vaters in der Retrospektive so findet. Deren Vater Alberto Kenya Fujimori wegen Korruption und Verstoßes gegen die Menschenrechte abgesetzt wurde, die selbstverständlich nach ihrer Wahlniederlage 2021 gegen den heutigen Präsidenten von Peru, Pedro Castillo, die Legitimation der Wahl angezweifelt hat. Das hat schon ihr Vater immer gesagt, eine Wahl ist erst richtig, wenn man sie selber manipuliert hat. Ist auch das Familiencredo der Trumps, wobei das zu viele Worte wären und keiner der Trumps Credo richtig schreiben könnte. Oder die Tochter von Augusto Pinochet, Lucia Pinochet, die versuchte, in Chile Präsidentin zu werden. Oder George W. Bush in den USA, der hier neben Bono steht und diese Entscheidung als größten Fehler seiner 8-jährigen Amtszeit als US-Präsident bezeichnet. Zu Recht. In Asien gibt es nur wenige Länder mit einer echten Demokratie. Ansonsten herrschen in Asien gerne Militärdiktaturen oder Kommunisten. Oder Demokratien werden, wie in Indien oder auf den Philippinen, nach und nach ausgehöhlt. Dementsprechend sind Demokratien in Asien so wichtig, weil sie für die Menschen, die noch nie oder nicht mehr in selbiger leben können, ein Leuchtfeuer sind, damit sie eines Tages dafür sorgen können, dass auch bei ihnen die Demokratie versucht, ihr Leben besser zu machen. Besser als unterjocht in Nordkorea leben zu müssen oder auf den Straßen Manilas erschossen zu werden. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.